eines anderen. Heute möchte ich euch mal von einem Erlebnis berichten aus der Jahrtausendwende. Damals wollte ich etwas für AOL schreiben, America Online, für das Forum. Und ich saß so da, wusste eigentlich noch gar nicht genau, was ich schreiben will, sondern ich hatte mich gerade erst so positioniert und dann spürte ich, wie eine Energie durch mich ging und durch meinen Arm und plötzlich fing ich an zu schreiben. Und was ich schrieb, das war diese Aussage. Wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen aus dem kleinen Bach zu fischen, begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der das Geheimnis der Gene erforscht. Wer sich aber diese Mühe macht, wird darin ein großes Glück empfinden, dass er diesen Augenblick erleben durfte. So, das ist wortwörtlich Buchstabe für Buchstabe. So stand es da und ich war völlig ergriffen und erstaunt, weil ich fühlte, dass sehr, sehr viele Informationen durch diesen Text transportiert werden. Das erste ist der Müll eines anderen. Was bedeutet diese Aussage? Sie bedeutet, dass es nicht der eigene Müll ist. So wie wir alles auch als Kind erlebt haben, dass wir vielleicht von unseren Eltern aufgefordert werden, repariere das oder hebe das wieder auf oder mach die Tür zu oder mach dieses oder jenes. Und wir haben geantwortet, wieso habe ich doch nicht gemacht? Ich habe das doch nicht dahingeschmissen, ich habe das nicht umgekippt. Nö, mache ich nicht. Und das hat sich bei uns ja sehr, auch als Erwachsene noch sehr fest verankert, dass wir oftmals etwas sehen, was nicht okay ist, was eigentlich auch nicht viel Arbeit ist, das zu beseitigen oder zu korrigieren, aber in uns tickert es so, warum ich oder habe ich nicht hingeschmissen. Das ist die eine interessante Aussage. Also handelt es sich auch um einen Lernprozess. Wer sich noch die Mühe macht, darin steckt das Wort Mühe. Die Mühe ist, über diese Blockaden hinweg zu gehen und es trotzdem zu machen. Das heißt, es ist auch Arbeit. Es ist einmal Arbeit, das zu überwinden. Es ist auf der anderen Seite auch etwas Arbeit, das zu realisieren und durchzuführen. Wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen aus dem kleinen Bach zu fischen. Der kleine Bach ist erstens ein Teil der Natur, ein lebendiges Teil der Natur. Bach bedeutet Lebendigkeit, lebendiges Wasser, Wasser ist Leben. In dem Wasser ist unzähliges, milliardenfaches Leben. Weiter geht es. Wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen aus dem kleinen Bach zu fischen, begeht vielleicht eine größere Tat. Hier steckt das Wörtchen vielleicht. Das heißt, es ist nicht zu 1000% versprochen, sondern es heißt vielleicht. Dieses vielleicht heißt aber auch, denke nochmal darüber nach, was glaubst du für dich? Wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen aus diesem kleinen Bach zu fischen, begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der das Geheimnis der Gene erforscht. Das heißt, wie kann das möglich sein, wenn ich da ein Stück Papier aus dem Blumenbeet fische oder aus dem Bach oder ich hebe Glas auf, was herumliegt oder irgendwelche Flaschen, die herumliegen und entsorge die. Wie kann das eine größere Tat sein, als die Gene zu erforschen? Das Geheimnis der Gene zu erforschen
bedeutet, dass man schon eine bestimmte Absicht hat. Es bleibt nicht dabei, dass man nur wissen will, wie funktioniert das, sondern dahinter steckt die Absicht, man will etwas verändern an den Genen. Wie will man etwas mit Lauterkeit verändern, wenn man noch nicht einmal begriffen hat, was es überhaupt ist und wie es funktioniert? Da stellt sich diese Frage. Begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der das Geheimnis der Gene erforscht. Wer sich aber diese Mühe macht, wird darin ein großes Glück empfinden, dass er diesen Augenblick erleben durfte. Das heißt, wer das trotz aller Bedenken macht, auch wenn er denkt, das Gefühl hat, er macht sich vielleicht lächerlich, wenn er da plötzlich mit einer Handvoll Müll durch das Dorf rennt, wird sich freuen eines Tages, dass er diesen Augenblick erleben durfte. Dieses Erleben durfte bedeutet, dass es auch sein Bewusstsein erreicht hat, dass es realisiert hat, dass es tatsächlich gelebt hat, was seine Seele als Erinnerung bewahrt. Es bedeutet auch Wertschätzung der Natur. Die Natur ist Leben, milliardenfaches Leben. Alles Leben begleitet uns. Wir nur als Mensch sind nichts. Wir könnten gar nicht existieren, wir wären null ohne unsere Begleiter. Es sind alles Brüder und Schwestern. So. Und in meinem letzten Video habe ich ja gesagt, dass sich sehr viel verändern wird, weil es im Raum steht, weil dies die Endzeit ist. Das heißt, eine alte Zeit endet, eine neue beginnt. Und jetzt habe ich in der letzten Nacht, ist mir dieses wieder eingefallen, diese Aussage. Und ich dachte, daraus könnte man eigentlich etwas Schönes machen. Wir könnten, ich spreche auch in meinem vorherigen Video davon, dass wir uns als Menschheit erheben, aus dem Sumpf ziehen. Das heißt, von der Ehre her, von der Würde her, von der Moral her erheben wir uns. Und ich habe mir gedacht, wir definieren uns irgendeinen Tag in den nächsten Wochen oder Monaten, geben diesem Namen einen bestimmten Titel, den wir uns selber ausdenken und versuchen mit so vielen Menschen wie möglich weltweit an dem Tag, in dem Augenblick etwas zu realisieren. Wir nehmen diese Müllentsorgung und der Müll eines anderen als Lernprozess und begrenzen es nicht nur auf die tatsächliche Müllentsorgung, sondern wir erweitern das und sagen, wir machen entweder im Bereich Naturschutz, Umweltschutz, Verschönerung des Ortes etwas oder im sozialen Bereich. Das heißt, für Kinder, Jugendliche, Obdachlose, alte Menschen, die irgendwelche Hilfe benötigen und definieren dann Müll, Entsorgung Müll, deren Sorgen. Es sind ja nicht meine Sorgen, die der Obdachlose hat, wenn er da friert und liegt. Das sind ja nicht seine Sorgen, aber ich kann etwas dazu beitragen, dass er sie nicht mehr hat. Damit entsorge ich sie. Lasst uns mal versuchen, einen schönen Titel zu finden und das zu machen, weil das auch eine Zeit Vorbereitung dauert. Ist es vielleicht sinnvoll, es auf Mai, Juni oder Juli zu schieben, damit man so viele Menschen wie möglich erreichen kann. Weil ich daran glaube, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit etwas Schönes machen, ist das eine Energie, die wir in die Welt entlassen.
Das heißt, sie ist in dem Raum, sie ist fühlbar sowohl von den Himmeln als auch von der Erde. Und für uns selber haben wir das Bewusstsein, wir machen etwas Schönes als Menschen.